Willkommen zurück hier in meinem Ron Review Channel. Ein kurzes Intermezzo von meiner Seite bezüglich den Settings. Mich haben viele Anfragen von euch erreicht, mit welchen Settings ich denn so unterwegs bin. Ich gebe euch einen kurzen Überblick über meine Einstellungen, Project Cars, Assetto Corsa, damit ihr mal, seht, ja, wie ich so unterwegs bin. Es sind relativ neutral gehaltene Settings, das liegt immer im Auge des Betrachters. Testet das mal aus, wie gefällt euch das? Ich gebe euch meine Settings, meine Tools einmal weiter. Was mache ich im Fanatec-Treiber? In den Eigenschaften nichts Großartiges. Hier nur bei den Settings. Ich nutze Wheel Angle, also den kompletten Lenkradbereich bei der CSW V2 900 Grad, bei der CSL Elite Base 1080 Grad voll aus und setze diesen Dämpfungseffekt komplett runter auf 0%. Das ist das, was ich im Treiber mache. Das war es eigentlich schon. Ähm, ein interessantes Tool für euch, nutzt Fanalets. Ihr könnt diverse Sachen anpassen, ihr könnt euer LED-Display diverse Sachen zuordnen, habt tolle Einblendungen, nutzt das ganze Ding, bringt euch wenig, so wie bei mir, wenn ihr jetzt mit Oculus Rift unterwegs seid, da seht ihr nicht mehr viel von eurem Setup. Was ihr noch machen könnt mit Fanalets, diverse Brake Pedal und so weiter, Effekte, ähm, anpassen, dazuschalten, testet das aus, wie euch das gefällt. Springen wir direkt rein, Assetto Corsa, was mache ich bei den Settings? Steuerung, Hauptsteuerung, klarerweise die entsprechende Belegung eurer Pedale, das ist das immer übliche, Gangschaltung, Sekundärsettings, diverse Buttons zuordnen. Hier nütze ich die wichtigsten Sachen, entsprechend belegt auf den diversen Wheels. Äh, und im fortgeschrittenen Bereich. Ich setze die Force-Feedback-Stärke immer auf 100%, nehme diese Filter Minimum Force komplett raus und bei diesen Zusatzeffekten, Curbstraßeneffekte, Rutscheffekte, da mag ich es eher neutraler. Ich möchte nicht, dass diese Effekte mein Fahrverhalten komplett überlagern, setze die in etwa auf den Bereich 30% runter. Einige von euch haben geschrieben, bei der CSL Elite Base, da ruckelt's, da wird das relativ laut, wenn diese Effekte eben auf 80, 90, 100% raufgesetzt sind. Nehmt da mal etwas zurück, hört mal rein. Ich finde, also für mich persönlich fühlt sich das Ganze etwas authentischer und neutraler an. Ins Spiel reingesprungen. Ich zeige euch das jetzt kurz. Das für mich essentiellste Tool hier ist das FFB-Clip-Tool, um euer Force-Feedback entsprechend nutzen zu können. Ich habe das mal in einem Review, das war das CSL Elite Base Review, für euch erwähnt. Kam vielleicht etwas zu kurz. Ich gehe hier nochmal kurz darauf ein. Ähm, und zwar, ihr seht hier auf meiner linken Seite dieses FFB-Clip-Tool. Diese Einstellungen für dieses Tool, ich setze das mal hier rauf. Wie bin ich immer unterwegs? Ich setze hier dieses automatische Force-Feedback immer auf automatisch, ja. Dann wird das automatisch angepasst, gebe hier dann die entsprechende Stärke. Ich nutze das maximal aus. Und das heißt folgendes. Ihr seht doch hier über diesem Tool habe ich mir noch diese Anzeige hier eingeblendet. Beachtet neben dem grünen Balken, das ist mein Gas, diesen grauen Balken. Da schlägt eben das Force Feedback entsprechend aus. Beobachtet das in den Kurven. Ich lenke, hier geht der graue Balken relativ weit nach oben. Sobald dieser kurz rot aufleuchtet, lande ich hier in dem Clipping-Bereich. Das heißt, dieses FFP-Clipping-App, das regelt dann entsprechend euer Force-Feedback runter oder rauf, um euer Force-Feedback entsprechend ausnutzen zu können. Geht vollautomatisch, nutzt das in dem Auto-Mode. Ihr seht es hoffentlich, diese Einblendung groß genug. Jetzt regle es im Moment auf 86% runter und versucht das Clipping eben in Grenzen zu halten. Nutzt ihr dieses Maximum Preset, dann bewegt es sich natürlich im Bereich, um dieses Force Feedback maximal auszureizen. Das heißt, entsprechendes Clipping im Bereich 5 bis 7% lässt dieses Tool zu. Alles andere, sobald sich das Clipping in einem zu hohen Bereich bewegt, dann wird entsprechend die Force Feedback Stärke dynamisch runtergeregelt. Ihr seht hier jetzt bei mir auf 85% in etwa. Ihr habt hierzu wirklich nichts mehr zu tun.
Ja, mehr mache ich schon gar nicht bei Assetto Corsa. Das war jetzt mal Assetto Corsa. Ich switch jetzt kurz um zu Project Cars. Wird von vielen diskutiert, hier keine entsprechenden Settings erzielen zu können. Ich zeige euch mal mit, was ich denn so zufrieden bin und melde mich in Kürze. Zurück bei Project Cars. Geht bei den Optionen hier rein und vergisst Folgendes nicht. Ihr müsst bei der Steuerung auf jeden Fall bei der Konfiguration scrollt runter hier zum Force Feedback und setzt dieses gleich mal auf 100% drauf. So wie im Treiber auf 100%. Das ist Default, wenn ihr Project Cars installiert und hier nichts macht, ist das nur 50% runtergeregelt. Setzt das auf 100%. Dann macht Folgendes, und zwar, wenn ihr eure Autos konfiguriert, das ist etwas frickelig bei Project Cars, ihr habt hier nicht dieses komfortable FFP-Clip-App wie bei Assetto Corsa, hilft nichts, ist aber trotzdem schnell erklärt und schnell eingestellt. Ich nehme hier einfach mal diesen Porsche hier, geht auf euer Fahrzeug, geht auf die Settings und erstellt ein neues Setup. Was hat sich bei mir bewährt? Ohne lang rumspielen zu wollen und schnell ein gutes Setup zu erzielen, empfehle ich Folgendes. Geht beim Tuning-Setup bearbeiten hier auf das Force-Feedback. Dann habt ihr hier oben die Hauptstärke. Wenn ihr entsprechendes Equipment wie die CSW V2, CSL Lite und so weiter nutzt und hier nicht brutal im Clipping landen wollt, beziehungsweise zu wenig Force-Feedback generieren wollt, empfehle ich euch einen Erfahrungswert bei der Hauptstärke, den ihr zwischen 40 und 50% setzt. Wie ihr dann überprüft, bin ich mehr im Clipping oder zu wenig, kann ich noch mehr ausreizen, das zeige ich euch dann in-game. Ich gehe hier jetzt einfach bei diesem Porsche, ist natürlich auch fahrzeugabhängig, möchte ich wiederholen, auf etwa 44%. Hier bei diesen Stärke-Reifenkräfte, da empfehle ich euch hier bei den X-Achsen 100%, Y-Achse gebt ihr auf 60, Z-Achse gehe ich etwas runter auf 60. Das sind Erfahrungswerte. Ich habe das einmal beim relativ guten Tutorial herausgelesen, relativ lang damit rumgetestet. Dieses Setup hat sich für mich bewährt. Hauptstärke zwischen 40, 50, 160, 60, 100. Und dann empfehle ich euch noch den Lenkwinkel. Das kommt wesentlich realistischer rüber, wenn ihr diesen etwas erhöht. Der ist Default bei den meisten Fahrzeugen auf etwa 1500, setzt diesen auf 2100 rauf. Speichert dieses Setup. Belegt euch auf eurem Lenkrad diesen Button für das LCD-Display zum Umschalten. Warum, wieso, das zeige ich euch gleich. Springen wir hinein in ein Rennen, Einzelspieler, vollkommen egal. Ich möchte euch kurz demonstrieren, wie ihr jetzt erkennen könnt, passt jetzt meine Force-Feedback-Stärke, lande ich zu viel im Clipping, nutze ich mein Force-Feedback jetzt entsprechend aus. Blendet euch hier, ich setze meine Ansicht kurz zurück, blendet euch hier mit diesem Button fürs Display Folgendes ein. Und zwar dieses, indem ihr alles hier relativ üppig überlagert seht. Ihr habt da ganz links oben, ihr seht das gut, diese gelbe gerade Wellenlinie. Beobachtet diese Wellenlinie mal, wenn ich hier losfahre und beginne zu lenken, seht ihr, dass sich diese Wellenlinie dynamisch ändert. Beobachtet das jetzt, wenn ich in die Kurve hier einlenke. Bei den Rechtskurven seht ihr das noch besser. Die Wellenlinie schlägt nach oben hinaus. Ihr seht hier, kurz bevor die Wellenlinie ganz oben ansteht, quasi gekappt ist, bewegt ihr euch noch in einem Bereich, wo ihr das Force Feedback optimal nutzen könnt. Was passiert? Ich zeige euch jetzt, wenn ihr das Force Feedback falsch konfiguriert. Das heißt Folgendes, die Wellenlinie schlägt ganz nach oben hinaus und bildet oben dann unter Last eine gerade Linie. Das heißt, ihr seid ständig im Clipping und euer Force-Feedback-Stärke ist zu hoch, zu üppig dimensioniert. So, zurück hier. Jetzt habe ich hier bei meinem Z4 GT3 das Force-Feedback mal wesentlich zu hoch eingestellt. Ihr seht, schaut auf diese gelbe Linie, die
zeigt, sobald ich das Lenkrad betätige, sofort einen Vollanschlag. Das heißt, hier seht ihr, ich befinde mich voll im Bereich des Clippings. Sobald die entsprechenden Fliehkräfte, Lenkkräfte etc. Auftreten, ist das Force-Feedback des Lenkrads bzw. der Wheelbase hier am Vollanschlag. Dieser Effekt ist für euch äußerst suboptimal. Das heißt folgendes: Wenn ihr unterwegs seid, heißt dies, dass sich jede Kurve gleich anfühlt. Das heißt, euer Force-Feedback kann nicht wirklich rückmelden, ob jetzt stärkere, schwächere Fliehkräfte, Lenkkräfte, Straßeneffekte und so weiter ausgegeben werden, sondern es befindet sich immer hier im Vollanschlag. Das heißt, diesen Zustand, den gilt es tunlichst zu vermeiden. Nutzt diese ca. 40 bis 50% Force-Feedback-Stärke hier aus, dann werdet ihr genau dieses suboptimale Verhalten nicht im Start haben. So, zurück hier jetzt nochmal mit dem BMW Z4 GT3. Ich habe das Force-Feedback jetzt wieder runtergenommen auf meine 40-45%. Beobachtet diese gelbe Wellenlinie. Hier solltet ihr keinen geradlinigen Verlauf oder fast keinen haben. Dieser bedeutet Clipping, wie ich vorher schon erzählt habe. Rechtskurve, schaut auf den Graphen. Ihr habt kurze geradlinige Phasen. Das ist ein Medium Clipping, würde ich jetzt sagen. Aber ihr seht, das Lenkrad, das Force-Feedback kann euch immer noch Unterschiede rückmelden. Hier beim Hin- und Herlenken, ihr seht, ihr habt immer einen leichten Wellenlinienbereich kurz vor Anschlag hin zum Clipping. Und wenn ihr diesen so ausgelotet habt, wie in diesem Fall, dann sieht eure Einstellung schon relativ gut aus für Project Cars. In diversen Foren werdet ihr ganz viel lesen über, ja, da gibt es richtige Fanboy-Kriege, Assetto Corsa, Project Cars. Wie sieht es mit dem Fahrverhalten aus? Wie geht es mir damit? Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr könnt euch aus Project Cars mehr rausholen aus dem Force-Feedback, als dies oft vermutet wird. Beschäftigt euch mit den Settings, testet einmal, was ich euch hier bereitgestellt habe. Ihr werdet auf das super differenzierte Force-Feedback von Assetto Corsa nicht hinkommen, so viel ist klar. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, aber ihr könnt auch mit hohen Sim-Racing-Ansprüchen mit Project Cars vernünftige Settings erzielen. Und ihr seht, das gelingt euch mit ein paar Clips, das funktioniert relativ schnell einwandfrei. Testet meine Erfahrungswerte mal, meldet mir rück, ob euch das etwas gebracht habt, ob ihr aus euren Project Cars Settings etwas mehr rausholen habt können. Ja, ich möchte damit abschließen, zu sagen, klarerweise, hier bei Project Cars gelingt das relativ kompliziert, ihr müsst euch das für jedes Fahrzeug ausloten. Mit Assetto Corsa und diesem FFP-Clip-Tool geht das natürlich super komfortabel. Ich hoffe, die Project Cars-Macher des Light Limit Studios und Konsorten haben sich etwas einfallen lassen, um hier nachzulegen. Aber wir werden sehen. Ich halte euch am Laufenden. Postet rein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Berichtet über eure Settings, eure Einstellungen. Ich mache weiter mit meinem Rim Roundup, welches ich euch in den nächsten Tagen, Wochen hochladen werde. Und verabschiede mich bis dahin mit freundlichen Grüßen, euer Ron.